Hi everyone, my name is Andrei. It's been 3 months since I arrived in Vienna. In April, I successfully passed the UF Prüfung. Now I have a new challenge. I plan to prepare for and pass the UFB 2 Prüfung in just 2 months. I'm learning German on my own, so my main difficulty lies in preparing for the speaking section. First of all, I want to thank all my friends, acquaintances, and our moderators who help us with the challenging task at the Wiener Sprachcafé. Let's start with the structure of the exam itself. The speaking section consists of 3 parts: presentation, discussion, and problem solving. I plan to spend 30 days preparing for the speaking module, dedicating 10 days to each part. Naturally, we start with the presentation. My learning strategy will be as follows. I plan to select standard speech phrases, ready middle, which will be highlighted in bold text and repeated for every new topic. I believe this will allow you to memorize them well and use them automatically. The unhighlighted parts will constantly change depending on the topic. I try to choose more neutral information for each topic, but I think you should add a little bit of your own personal experience. As they say, good luck. Let's start with the very first topic. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu meiner Präsentation. Das Thema meines heutigen Vortrags lautet Lebenslanges Lernen. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil es in der heutigen Zeit eine zentrale Rolle spielt und jeden von uns betrifft. Mein Vortrag ist wie folgt gegliedert. Zuerst werde ich über meine persönlichen Erfahrungen sprechen, danach gehe ich auf die Situation in meinem Heimatland ein. Anschließend werde ich die Vor- und Nachteile dieses Phänomens erläutern. Zum Schluss werde ich meine eigene Meinung zusammenfassen. Was meine persönlichen Erfahrungen betrifft, so kann ich sagen, dass ich mich nach meiner Ausbildung regelmäßig weiterbilden musste, um in dem Beruf auf dem neuesten Stand zu bleiben. In meinem Heimatland ist die Situation so, dass das Weiterbilden immer beliebter wird. Viele Erwachsene besuchen Abendkurse oder machen Umschulungen, um bessere Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Ein großer Vorteil von lebenslangen Lernen liegt darin, dass man geistig fit bleibt und sich flexibel an wirtschaftliche Veränderungen anpassen kann. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass neue Qualifikationen zu einem höheren Gehalt und beruflichen Sicherheit führen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass berufsbegleitende Kurse sehr viel Zeit, Energie und Geld kosten. Es ist oft extrem schwierig, Familie, Vollzeitjob und Lernen unter einen Hut zu bringen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachteile bei weitem überwiegen. Meiner Meinung nach ist ständige Weiterbildung in unserer modernen Welt kein Luxus mehr, sondern eine absolute Notwendigkeit. Hiermit komme ich am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, beantworte ich sie gerne. That's all for today. If anyone wants to express their gratitude hates on my pronunciation or point out mistakes, you are more than welcome in the comments below. I'll be grateful for your likes or ungrateful for the lack of them. Subscribe or unsubscribe. Austria is a democratic country after all. Once again, I want to thank my friends from different countries who give me the amazing opportunity to practice my German. And thanks God for this beautiful opportunity to learn a new language. It is always so exciting. See you next time. Bye bye.